Und schon sind wir wieder in Kirgisistan. Frankreich war voll aufregend und eine große Hochzeit und intensiv. Wir sind eigentlich gar nicht so zurückgekommen, wie wir uns das gedacht haben, weil immer was los war. Aber dafür haben wir wieder beide unsere Familien gesehen und ganz viel Käse gegessen und Wein getrunken und haben es uns richtig gut gelassen. Wir sind richtig verwöhnt worden von den Familien. Und nur dazu haben wir jetzt lauter neue Ersatzteile wieder mitgenommen aus Europa. Und jetzt haben wir die letzten 2 Tage in Osch verbracht und haben unsere Räder wieder auf Vordermann gebracht, unser Equipment wieder repariert. Alles, was so kaputt war nach einem Jahr, das schaut ganz schön hergenommen aus. Und ja, jetzt sind wir wieder bereit, aber jetzt gehen wir so richtig langsam an. Das ist richtig faul. Hello. Heute ist der 2. Tag, wo wir uns auf den Casaman raufschlängeln. Das haben wir schon gemacht hinter uns. Da haben wir auch heute Nacht geschlafen. Da haben wir so ein kleines Platzl neben der Straße gefunden. Und jetzt machen wir die letzten Höhenmeter rauf. So cool. Jetzt haben wir gerade ein deutsches Pärchen getroffen, die fahren von Australien heim nach München, von Brisbane. Und die haben uns jetzt ein Brot geschenkt, ein Sauerteigbrot, frisch gemacht, gestern über dem Lagerfeuer. Geil. So was kriegst du nirgendwo. Wir sind heute gestartet, Casaman. Jetzt geht's Richtung Songkhla. Da müssen wir über 3-4 Pässe drüber. Wir sind jetzt gerade nur auf so 1400 Meter, geht rauf auf 3000. Und das Ganze halt über richtig beschissene Straßen. Also wenn man das sieht, da drüben
Richtig loser, tiefer Schotter, grobe Steine, zum Teil Wellblechpisten. Macht ziemlich viel Spaß gerade. So, naja. Schauen wir uns mal das öffentliche Klo an. Schaut nämlich so aus, als wenn da mitten im Nirgendwo eine wunderschöne Toilette gebaut worden wäre. Aus Autoreifen, seht ihr das? Ja, wunderschön. Oh, herrlich. Magst du es probieren? Sollen wir da mal reinschauen, was da so drinnen ist? Ein tiefes Loch, aber da kann man schön stehen. Mit dem idealen Sichtschutz. Einwandfrei, oder? Das ist ja wichtig da, ein öffentliches Klo. Ich finde das eigentlich ganz sauber. Schaut sehr sauber aus. Ja, sehr gut. Looks clean. Direkt neben der Straße. Jetzt haben wir den Pass hinter uns gebracht, sind ein paar Meter runtergefahren und dann hat es eine kleine Überraschung gegeben. Eine kleine, große Überraschung. So, Augen zu. Augen zu. Zu. Weiter. Da ist nichts im Weg. Du kannst gehen. Wo gehen wir hin? Okay. Und jetzt darfst du die Augen aufmachen. Und was ist es? Esel! Ich wusste, dass du das sagst. Sind das so Pferde? Ja. Ja. Und was ist das links daneben? Eine Jurte? Ja. Reiten wir zu einer Jurte? Nein, wir fahren zum Sankerl, schlafen in einer Jurte und machen einen Reitausflug. Oh, wie geil! Einen ganzen Tag? Ja, das müssen wir dann schauen, das können wir dann entscheiden. Oh, das ist cool! Bist du sicher, du auch? Ja, ich weiß es nicht. Oder nimmst du einen Esel? Ich nehme einen Esel, ja. Ich nehme einen Esel und reite um die Jurte. Oh, danke.
Gott, so crazy. Jetzt haben wir eine kleine Abkürzung genommen. Wir sind echt so mitten im Nirgendwo gelandet. Also der Weg ist auf keiner Karte mehr einzeichnet. Nur mehr im GPS von der Ursula. Den sind wir jetzt gefolgt durchs Nichts. Und die ganze Zeit verfolgt vom Unwetter. Jetzt haben wir da echt so die Megastraßen. Wie arg, hä? Ja, voll. Und das war beim Geburtstag, an unserem Relax Day. Das ist überhaupt kein entspannter Tag. Mir ist voll Adrenalin geschossen zwischendurch. Ja, es ist, wenn man Abkürzungen nimmt. Das ist immer eine Überraschung. Schauen wir mal, ob wir noch dahin kommen, wo wir hin wollen. Ah, wir haben es geschafft. Die Abkürzung hat sich echt ausgezahlt. Also auf der Hauptstraße waren wir nur über Schotter und über Waschbrettpisten gefahren und jetzt haben wir echt Spaß gehabt. Es war so ein bisschen eine Fahrt ins Ungewisse, aber es hat sich ausgezahlt. Wir sind im Dorf. Und da vorne müssen dann die Straßen sein, das ist die Hauptstraße, was Richtung Sankoll geht. Mega cool. Wir haben es überlebt. Ja. Wir sind gerade am Weg Richtung Sankoll, also noch immer, aber gerade am Weg am letzten Pass rauf, auf 3200 oder so ähnlich, sieht man da oben die Passstraße, die schlängelt sich jetzt dann über 5 Serpentinen rauf und dann sind wir oben. Das ist wunderschön, oder? Wenn man da im Hintergrund sieht, das ist ein bisschen wie in, keine Ahnung, Kanada oder irgend sowas. Straßen ist einigermaßen in Ordnung. Und was ganz cool ist, ist gerade das Silk Road Mountain Race in Kirgisistan. Es ist ein self-supported, also man muss alles selber mitnehmen, Radlrennen. Und wir fahren gerade in die gegensätzliche Richtung von den Athleten. Gestern haben wir schon einige wir haben gestern beim Café, da hat so ein kleines Haus hinten gehabt, haben wir drinnen schlafen dürfen. Da sind einige Radlfahrer schon gekommen. Ist cool zum Zeigen, so Bikepacking-Ausrüstung, halt komplett konträr zu dem, was wir dabei haben. Also richtig leicht alles. Aber voll cool. Heute auch schon voll viele Radlfahrer gesehen. Jetzt wahrscheinlich werden nicht mehr viele daherkommen. Der erste ist, gestern am Abend haben sie uns gesagt, wahrscheinlich 250 Kilometer schon fahren. Unglaublich. Also der ist jetzt dann in 3 Tagen 650 Kilometer schon gefahren. Auf den Straßen da. Und weiß ich nicht wie viele Höhenmeter. Das ist echt der Wahnsinn. Naja, wir sind ein bisschen gemütlicher unterwegs.
Ah, Zachis. Ah, sau wieder. Ah, ich habe es vorher schon in die Kamera gesagt, es ist unglaublich, wie schnell da das Wetter wechselt. Wir haben Sonne gehabt, Regen, jetzt haben wir Hagel, wieder Regen, kaltes, Wind, kein Wind. Das ist echt so arg. Jetzt haben wir uns da hinten aufgeschlängelt. Heute haben wir dann 1600 Höhenmeter gemacht. Ja, irgend sowas. Voll gut, mit voll beladenem Rad, voll viel Essen dabei. Aber dafür schaffen wir heute in eine Jurte. Hoffentlich. Wenn wir nur so weit kommen. In einer warmen. Das sind schon noch einige Kilometer. Ja, ich hätte schon Lust drauf, echt. Jetzt fahren wir schon über 5 Stunden, glaube ich. Ja, aber da wartet dann vielleicht so eine heiße Dusche, die was dann wie eine Sauna ist auf uns. Gott sei Dank habe ich Geburtstag gehabt. Ja.